Viele Landwirte in der EU haben das Problem, dass sie viele Gewinne dadurch verlieren, dass die Erlöse durch lange Lieferketten über Landesgrenzen hinweg oder durch Mittelmänner verloren gehen. Und der deutsche Landwirt erhält im Schnitt nur 20% von dem Preis, den wir am Ende im Supermarkt bezahlen. Und es gibt auch immer mehr Ansätze inzwischen, diese Lieferketten zu verkürzen. Auch die EU fördert das inzwischen. Und in Brandenburg zum Beispiel tut das das Ökodorf Brodowin. Dort werden landwirtschaftliche Erzeugnisse hergestellt und dann auch direkt in die Hauptstadt Berlin geliefert. Und diesen Bauernhof haben wir uns heute einmal angeschaut. Die Idee hinter diesem Hof ist tatsächlich, dass wir nach der Wende eine Arbeit fortsetzen wollten, die schon gut angefangen hat, aber die auf jeden Fall verbesserungswürdig war. Wir wollten gerne artgerechte Tierhaltung haben und wir wollten die Natur schützen, die um uns hier herum ist. Und da war es naheliegend, dass wir Biolandwirtschaft machen. Wir haben festgestellt, dass die Demeter-Landwirtschaft, die biodynamische Landwirtschaft, uns am meisten zusagt. Naja, das ist eher so eine ganzheitliche Geschichte. Mensch, Tier, Natur ist ja biodynamisch, die nochmal ein bisschen höhere Standards haben. Und wir wissen zum Beispiel von Demeter, dass sie den Kühen die Hörner nicht abschneiden, dass die Kälbchen nicht so schnell weggenommen werden von der Mutter. Das sind alles Sachen. Dass nicht so viel Milch weggenommen wird. Genau, dass nicht so viel Milch weggenommen wird. Genau, das sind alles so Faktoren. Wir liefern hauptsächlich direkt an Einzelhaushalte mit unserem Lieferservice. Wir beliefern bis zu 2000 Adressen in der Woche, fahren dort direkt hin. Es sind aber auch viele Kitas mit dabei, Schulen, wo dann vielleicht die Kochzutaten hingeliefert werden, auch Cafés. Und dann beliefern wir auch noch Supermärkte, die teilweise noch nicht in dem regionalen Handelskreislauf mit drin sind, die nicht beim Großhändler bestellen, die aber unsere Produkte haben wollen. Hier sind wir jetzt bei einem der Supermärkte, die der Hof Brodowin direkt beliefert in Berlin. Das heißt, die Milch, die heute Morgen noch in Brodowin in der Molkerei abgezapft wurde, ist jetzt hier schon in den Kühlregalen, sodass die Berliner sich die Milch dann und andere Produkte direkt nach Hause holen können. Also wir sind, was Essen angeht, jetzt nicht so, dass wir da auf den Cent gucken und auch nicht gucken müssen, aber die Prioritäten setzen wir da auch anders. Wir haben zum Beispiel kein Auto oder sowas, ne? Und sparen dann dadurch wieder Geld und können dann mehr fürs Essen ausgeben. Wir haben auf jeden Fall mehr davon, weil wir natürlich bis zum Ende der Preiskette mit im Boot sitzen. Unsere Produkte sind ein bisschen teurer in dem Zusammenhang, wenn wir sie demjenigen nach Hause liefern. Das heißt, dass wir da schon damit draufrechnen, dass wir einen Fahrer beschäftigen müssen, dass wir eine Fahrzeugflotte unterhalten, die ein Kühlsystem hat. Da ist einfach wesentlich mehr Aufwand drin. Da müssen wir rein theoretisch rechnen, dass wir 5 € pro angefahrene Adresse erstmal draufzahlen. Und das holen wir uns natürlich über die Produktpreise wieder rein. Dass das nicht viele machen, liegt, glaube ich, daran, dass die Netzwerke da noch nicht ausgebildet genug sind. Diese ganze, sage ich jetzt mal, Maschinerie von Marketing, von Logistik, das kann sich ein kleiner Landwirt überhaupt nicht leisten, sich darum selber zu kümmern. Der möchte eigentlich nur, dass jemand seine Sachen abholt und dass die irgendwie zum Kunden kommen. Das ist ein sehr komplexes Gebilde, das wir hier aufgebaut haben und es hat auch viele Jahre gedauert, dass wir das aufbauen konnten.